Guten Morgen. Ich freue mich von dir, um hier zu sein. Und wir alle haben auch was von gehört, wenn wir Bibel lesen, dann da ich uns manchmal was open, dann haben wir was nicht und something, was uns erfrischen hat und freuen wir uns da. Als ich nachdenken, dass ich von dir und hier war was mitzuteilen, mir sind verschiedene Gedanken durch den Kopf gegangen, aber und dann, wenn so durchdenken das und beten und fragen, was wird es sein, was will Gott haben, was ich soll mitteilen. Excuse me. Dann checkt er auch einen Bibelrahmen und sieht noch, was von Passage of Scripture du wird beipassen. Und dann sagt er so, der Lane checken, dann lasse ich eine steht, nur der andere steht. Gott gibt Warning für Dinge, was Menschen getan haben. Und er gibt Hoffnung für Dinge, was Menschen getan haben. Beides können wir finden. So, was dort uns das meiste wird, als von uns was denken gehalten, die von jüngst, was hier bei dieser Message wären, die waren all die hier haben, dass der kann ein Ding in uns Leben sein, was uns badern wird. Und wir sind aber danach nicht willig, das loszulassen. So, Gott sei nicht genug, er ist dort, um uns freimachen, um uns begleiten. Wir sagen immer wahr, aber Gott sei nicht genug, nur uns geregt wird und dass wir in dieser Genut leben können. Und so, wenn wir in dieser Genut leben, dann fühlen wir uns secure, wir fühlen uns sicher, uns geht es schein, wir freuen uns total. Aber wenn wir dann einen Fehler merken, auf einmal antworten, ich habe mich doch verfehlt, ich habe sein Kart gekommen, ich habe was getan, was ich gesagt habe, Gott wisst, dass ich nicht soll tun. Dann fallen wir uns durch. Und dann fallen wir uns manchmal so, das Haupt so wenig. Und dort ist immer noch, was Gott sie nicht genug tut und trägt uns. Gott sie nicht genug ist durch, even wenn wir nicht perfekt sind. Und wir alle wissen, dass wir nicht perfekt sind. Gott sei nicht genug, ist trotzdem durch. Und er will uns tragen. Er will nicht, dass irgendwer soll verloren gehen, aber er will, dass wir alle uns einen Arm geben und uns von Arm leiden lassen. Und ich bin von der ab in Wort von der Schrift gekommen mit Ezekiel, saßen da diese Kapitel. Meine Stimme ist von der irgendwo mit anders, aber vielleicht schaffe ich es. Ezekiel 36, Vers 17, werden wir anfangen mit lesen. Wo Gott sich, wo er das war sein, dass es nicht wegen, dass du so gut gewesen bist, dass ich dich angenommen. Das nicht wegen, du hast nur so viele gute Dinge getan, dann habe ich dich doch angenommen. Das ist nicht, wogegen er uns annehmen wird. Wenn wir uns mal das einlesen und uns die Versen ein bisschen betrachten. Ezekiel 36, Vers 17. Sagt, Menschen sehen, als die Israeliten in ihr Land wohnten, dann lebten sie so, dass sie schon ab das Land brachten. Er wandelt wie Aran, so als eine Frau in ihre monatliche Dauer, die nicht darf in den Tempel kommen. Vers 18. Und dann lädt ich mein Ohr über ankommen, während des Lebens, das sie am Land genommen haben. Und während der Jahre, mit denen sie das Land angemerkt haben. So Gott leitet den Ohr über das Fall kommen, wenn es wie something passiert, was nicht hat sollte. Wir Menschen angebracht worden, was nicht haben sollte. Die Menschen, die jene andere Jahre, was sie nicht sollen. Er sagte, während der Jahre, was sie gedient haben. Und er sagt auch, während des Lebens, was sie haben angebracht. Menschen, was sie haben dort gemerkt. Menschen, die gegen einen anderen Gott sich frei tun, sich, ein anderer wird ja sein, die gegen nur das Wort aus einem Gott verhält. Und dann in Vers 19 sagt es, ich verstreue an manche Felder und verspreide an die Länder. Ich brauche in Gerecht über an, nur aus sie gedonen und verdient haben. So Gott, hier sagt er, dass an sein Euer gibt die Menschen dort, was sie verdient haben.
Dat is wat hij gedaan hat. Dat is wat hij deed als dat volk zich zijn weg draaien. We weten niet wie viele jaren later als hij dat volk Israël uit Egypten uitholen deed. En waar hij zich door machtig bewezen deed en het genoeg geven deed, even wanneer ze dat niet verdiend hadden. Hier werd het volk zo verbiesterd, weer zo ongehoorzaam geworden, dat hij daarin verstreuen, manch andere volken, hij daarin verspreiden, uitspreiden, dat ze nicht mehr sich taub voeten können oder taub sein können. Und dann in Vers 20 sagt er, und als sie manche Völker wären, dann brachten sie schon auf mein heiligen Namen. So hier, er sagt, was passiert ist, er sagt, warum ich das alle getan habe, und er hat in Sinn das Volk te Buße te brengen, oder dat ze zullen erkennen wat er vergeht, aber dann in der steht dort, dann sagt es, sie brachten schon auf meinen heiligen Namen. Weil dort wird von angesagt, dass das Volk den Herrn gehört, aber sie haben uit ihr Land rütmus. So, Gott sagt hier, dass das Volk, das Wort abgewählt, was er angerät, das ist Gott sein Volk. Und nu dat Gott zijn volk als hij muss uit het land verlaten, wegen ze ongehoorzaam werden. Wir von der sind getauft und wir sagen, wir sind Gott sein Volk, wir sind Gott seine Kirche, wir freuen uns dazu, wir sind seine Frau. Aber wo auf einmal uns Wandel Gott sein Namen kleiner merken, als der wirklich ist. Dort, wo ich leben, der ist der Weg. Der dort Gott seinen Namen verherrlichen, oder der Gott seinen Namen schon bringt. Weil es sagt hier, dass der schon bringt, auf mein heiliger Namen. Gott hat einen heiligen Namen. Oder Gott ist einer, der wird es zu betrachten. Er wird geehrt und gelobt zu werden. Und hier sagt er, dass das Volk hat, mit dort, was sie deuten, sich verschuldigt, versündigt. Dann wollte ich ihn strafen, und mit dort, was ich ihn strafen will, wird mein Name bloß noch leer gebracht. Dann in 21. Vers, sagt er, und mir wird dort Schuld an meinen heiligen Namen, der Sonne schon leiden muss, manche Völker, wo sie kommen. So Gott bekickt sich dort. Der Mensch, wie ungehorsam, der lebt so, als er nicht soll. Der naht sich aber nur mir, und leeft nicht nur, als er soll. Aber wir das schuld. Als er das Volk in Ägypten rüberbringt, dann sagen die Menschen, da ist ein starker Arm. Der leidet, die anderen Völker können nicht tun, wenn Gott will mit dem Volk. Ein paar Menschen können viele Menschen durchkriegen. Ein paar Menschen können viele Dinge tun, wenn Gott hat seine Hand an dort. Dort wisst Gott, oder dort wisst die Menschen im Raum, dass dort ist dort gewaßt wird. Und nun haben sie sich verschuldigt und müssen in der Land rühren und mit all dort, der Gott seinen Namen schon leiden. Und dann in Vers 22. Du werden sei nu zu Israel, nu zu den Israeliten. Das ist, was Gott, der Herr, sagt. Was ich nu tun will. Da ich nicht wegen Jünd Israeliten. Er hat das nicht alle gesagt. Und wo sie haben schon gebracht haben, sie Namen, wo die Menschen ungehorsam gewesen wären. Und dann sagt er in den 22. Vers, du werden sagen zu den Israeliten, das ist, was Gott, der Herr, sagt. Was ich nicht tun will, da ich nicht wegen den Israeliten, aber wegen mein heiligen Namen. So nicht wegen, was die Menschen deuten oder getan haben, aber wegen Gott sein heiligen Namen. Dann sagt er, den die schon gemerkt haben, manche Völker, wo sie angekommen sind. So Gott hat nun einen Plan. Und er muss ganz bestimmt seine Gnade anwenden, damit er das können tun. Er muss das beweisen, dass ich in Gnade Gott, ich hole nicht das fast, was Menschen verdient haben. Erst sehe die haben verdient und haben verspreit, dann haben die Mann, so sie verspreit hat, wäre bloß noch schlimmer geworden mit seinem Namen und Heiligen. Zu schauen merken.
Nu zegt hij, ik moet something else doen. Ik wil nu mal zes wat doen. Ik kan zeggen, wie dort wo zoals die mensen dat doen, dort schafft niet. Maar nu wil ik wat doen, tim dat mijn naam waar kan geëerd worden, oder dat kan te zijn dat ik een gnädiger Gott ben. Vers 23. Aber ik war bewiesen, dat mijn heilige naam, den jemand de Völker te schauen gemerkt haben, heilig ist. En wanneer ik verder Völker wies, dat ik heilig zie, met wat ik junt behandelen doe. Zeg, wat ik junt behandelen doe. Ik wil wezen, ik ben een heilige God, mijn naam is heilig, met wat kan ik dat zelfs bewijzen, als mijn volk terugneemt en dat aan dit volk dat bewijzen, dat ik een heilige God ben, dat mijn naam heilig is en dat ik dat weet zijn. Dan worden ze aanzien dat ik de Heer zie, zegt God de Heer. Nu wanneer we terugdraaien naar ons, we zijn alle niet immer so gewesen, dass Gott sich dort gewünscht hat, oder dass Gott sich gefreut hat für uns, dass wir sollen sein. Gott sieht nicht kurz mit jünd, das hat durch, das ut, nu habe ich vorig mit jünd. No. Er sieht immer weiter, kommt, bekannt, erkannt, kommt treu. Ich will ihn nicht zur Seite wiesen, ich will ihn annehmen. Vers 24. Ich will ihn von manchen Völkern rüberbringen und ihn von allen Ländern zusammen und ihn in ein Land bringen. So, das ist, was ich will tun. Die sind verstreut, wir alle werden verstreut. Wir können vielleicht sagen, wir wären in einer Kolonie, wir wachsen da ab, wir alle einander als Christen. Aber wenn wir würden in uns ähnlich leben sein, dann würden wir Dinge gesehen haben, die sind bloß ganz klar gegen dort, was Gott sein wird lernen. So, Gott hat das Volk verstreut. Sie namen wir zu schon gemerkt, nicht gemerkt, sagt sie mit Gott, wird nicht. So lebt das Volk. Aber nu sagt er, ich will das treu bringen. Ich will sagen, dass ich nicht nach wahrer kann, das Batu bringen, dass mein Name soll heilig geholt werden. Und dann fängt er an. Vers 25. Ich will reines Wasser über ihn spritzen. Ich will reines Wasser über ihn spritzen. So dass die rein werden. Ich will ihn von all dort, was ihn rein mögt, und von all jene Jäter rein mögt. So hij naam wordt schwinchen, wordt verdorven wir. Von dort naam dan zegt het, ik word van dit, ik word ook mal fein rein merken. Dan word ik wat wertvolles merken waar van dort. Wir alle werden so besüdelt, dass wir selbst ganz hoffnungslos folgen, nicht wissen, wo wird das worden, wenn ich mir war verschuldigt. Aber mir geht es noch manchmal so, dass mein Fleisch so viel der Wellen hat. Hier sagt Gott, ich will reines Wasser nehmen und dann will ich das mal rein machen. Wir sollen mal wieder Kapitel 4 lesen, dann, wo das Volk sich verschuldigt hat, dass wir schwingt, dass wir rein, dass wir eklig. Wenn sie die Hand kicken, dass sie eben Gott sie nehmen, zu schauen mehr. So als dort wir, dann kickt er die Hand, dann wo kann ich mein Namen wahre die Ehe beibringen, oder so merken, dass mein Name war, was geirrt worden, so als das vorher wir, oder so als ich das gehören damit. Ich sage, ein heiliger Gott, wo kann ich das tun? Dann checkt er doch, war noch der Schwingschrift klar. Nur der Mensch, der sich verschuldigt hat, nur der Mensch, der von Gott weggerannt wird, nur den, wem er versucht hat zu strafen, und das doch noch bloß hat, mehr schon auf seinen heiligen Namen gebraucht. Nur dort checkt er und will dort nehmen, dann war er seinen Namen hochheben. Von der uns ein eigen Düde, wir werden verschuldigt, wir werden von Gott weg. Aber Gott hat sich mir in die genommen, zum Wort. Zum wieder in Sinn leben, dass sie Namen mehr schon kriegen soll. Er hat sich mir in die genommen, um uns reinigen. Und wenn er uns nimmt, um uns reinigen, dort wird uns weiter. Dort wird uns nicht schön gehen, dort wird uns schlecht gehen. Wisst, wir wollen machen, uns Fleisch wird auf sein. Wir wollen machen, some Dinge gehen sein. Das, was ich getan habe. Hier sind ich ein Arach. Ich habe hier Arach getan. Er sagt, ich will reines Wasser nehmen. Er sagt, er wird reines Wasser nehmen, zu mir in die reinigen. Er wird uns bespritzen, er wird uns reinmerken, zum Wort,
Tim dat zijn noemen waar soll ja, verherrlicht worden. En dan in vers 26 sagt hij, en ik wil jullie een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in jullie zaten. Ik wil dat steinerne hart uit jullie Körper uitrieten, en jullie een fleischend hart geven. So, hij zegt, dat schwinche ding wat hij neemt, en dan wordt hij dat wordt hij reinmerken. En wanneer dat is reingemerkt heeft, dan wordt hij dan op something uitnemen. En wat dat zijn? Hij zegt, hij wordt dat steinerne hart uitnemen. So wordt dat een steinerne hart. Dat gaat bloß niet te bewegen. En wanneer we not geten, dat we bloß boven even not zijn. Er wordt niets neerkomen. Er wordt niets bewegen. Een hart dat is dat wat ons mensen in leven houden. Dat is wat het bloed eraan pumpt, dat ons Körper schaffen kan. En hij zegt, hij wordt dat uitnemen. En hij zegt, sommige mensen, zegt hij hier, die hebben een steinerne hart. En hij zegt hier, dat zijn volk had een steinerne hart. So ik en du en andere wereld kan einer van die zijn, wat een ganz steinerne hart hat, er je hart hat. So heeft God kunt, dat de ruut nemen, heeft hij kunt door een fleischend hart in zaten. So wanneer hij dat heeft kunt, dan kan hij ons nu brücken, zum zijn naam verherrlichen. Aber heeft hij dat nog niet kunt, dat ons steinerne hart nog einmal regieren dat, dan zijn we de persoon, wat zijn naam raufbrengen doen. Wat zijn naam entheilen doen. Te niets merken doen. Hij zegt hier dat ik wil je nemen, ik wil je met rein het water reinwaschen, dat je rein zijn. Eerst zegt het reinwaschen en dan zegt het een andere gezendung geven, zoals we im Nieuwen Testament willen lezen. Reinwaschen en dan ändern. En dat is aber een ding wat niet aanbedenkt, den we schaffen dat. Wees Gott seine Gnade als geraten aus de werken wat ik en du kan bewezen. Ik en du kan veel goede dingen doen. We kunnen ons zeer aanstrengen en zeer veel doen voor den Herrn, maar we kunnen dit steinerne hart in ons hebben, dat we ons zelfs niet worden bewegen laten. We kunnen bloß van buiten uit dingen zeer smak doen en van binnen aber een steinerne hart hebben. En Gott zegt hier, hij wordt ons reinwaschen, dat is van buiten. Hij wordt ons dingen wat we doen, wat aardig zijn, hij wordt zijn los te waschen. Dat we dat waarom verstaan kunnen, dit is aardig, dit is niet zoals het zal zijn. Dan wordt hij ons een nieuwe gezendung geven. En dan in vers 27 zegt hij, en ik wil mijn geest aan jullie geven. En dan, en waar zo'n lied van jullie merken, die mijn geboten houden, en mijn verschriften bijbehouden, en door nog leven. So, van God wel andere lied merken. Heeft hij mij kunt zo merken, dat ik mij vrij voor zijn geboten, wanneer mij weer denken heb, en wanneer ik zijn woord lees, en du als een van zijn geboten ben abgeschreven, en ik lees dat, is dat zo'n wordt mij te vrij, en is dat zo'n, oh, dan moet ik dit nu ook nog doen. En stein in het hart wordt zijn, oh, dan moet ik dit nu ook nog doen, want ik wil je doch te zijn, wie de anderen alle zijn. Wanneer ik een vlees in het hart heb, dan wil ik zeggen, man, dat vrijt me dat God me dit jaar op boord heeft. Ik ben aardig hier. Ik heb aardig de gezendung. Ik ben aardig gegaan. Man, ik vrij me dat God me dit gewezen heeft. Nu kan ik op de rechte steden opgaan, dat God zijn naam kan verherrlicht worden. Maar zoals ik al zei, ach, dan moet ik dat nu ook nog doen en God zijn naam terug aan je. Vers 28. Ik wil vers 27 nog eenmaal lezen. Ik wil mijn geest aan jullie geven, en waar zo'n lied van jullie merken, die mijn geboten houden, en mijn verschriften bijbehouden, en door nog leven. Zo'n lied wil God van ons merken. Waarvan houden wil hij zo'n lied van ons merken? Dat zijn namen zal verherrlicht worden. Dat zijn namen zal geëerd worden. So man eigenlijk niet wat dort leven, dat zijn naam zal kan verherrlicht en geëerd worden, dan zijn ik dat wat zijn naam raufbrengt dat. Raufklein dat. Dat die God wat ik heb, dat is een zwakke God, dat kan je niet mal mee zich geven. En we hebben aber zoveel versen, wat we lezen kunnen, wat zegt, dat in God we zich hebben. En we zijn zichrecht door de genade hij ons gegeven heeft. En we kunnen in zich leven, wil God heeft ons
angenommen. So eine Versen fängt wie ein Deil. Vers 28. Und je waren an dat Land leben, dat ik jullie Eltern geef, en je waren mijn volk zijn, en ik wil jullie God zijn. Menschen, die willen alle in Gott haben. Some sagen, dat jeft keiner, du willen sie nicht. Aber die meisten Menschen, die willen in Gott haben. Yes, in Gott. Und wir weten dort, dass some Menschen, die merken sich von Behalt, hatten sie die Uter, dass eine Gestalt sind, und sie nahmen dort ihr Gott. Some hatten eine schmacke Pappstuhl, und sagen sie, dort Maria, dort ist Gott, sie beten zu dem. Some tun das Wort. Verschieden wird das getan. Die Menschen der Welt wird haben, wo er sich noch angeben wird. Hier haben wir nu gesehen, dass das Volk hat, some so eine Gestalten steht, und sie gingen dahin heran, sie den Gott sie nun entheiligen. Wieder der Länge lesen und sagt, ich will mich von diesen Menschen nehmen, ich will reinwaschen, und ich will nicht die Senden angeben, nicht Horten angeben, und dann kann ich in du so leben, dass Gott sein Namen kann verherrlicht werden. Gott wies seine Gnade, wenn wir auch von Anwehren weiterkommen. Vers 29. Ich will ihn frei machen von all dort, was ihn reinmerkt. Ich habe das hier in das Engel mehrmals gesagt. Ich will ihn reinmerken. Ich will ihn so merken, dass ich meinen Namen verherrlichen. Vers 29 sagt, und ich will ihn frei machen von all dort, was ihn reinmerkt. So hat Gott dort an mich und an die könnt wirken. Hat könnt dort in uns reinnehmen, was uns reinmerken dort. Und viele weit wir alle von Erfahrung, dass es bleibt so viel bloß in unsere Gedanken. Hat Gott auch durch könnt. Und wo das Getreide kriegen, dass es sich vermehren wird und so, dass die nicht weiter wollen hungern darf. So heute geht appetitliche Sehnungen für innerliche Reinigung. Er geht appetitliche Sehnungen für innerliche Reinigung. Das ist, was Gott sein Verlangen ist. Und geht das Schein, wenn er uns sehnen kann. Er freut sich, uns zu sehnen. Wir kicken vielleicht, oder hat bloß da gesehen, wie der einen so viel, da hat er gesehen, wie andere haben so wenig, uns hat er nicht. Wer von uns hat mal hungern dürfen in das letzte Jahr? Wir alle haben genug zum Eten. Yes, die Gaben, die wir haben, sind verschieden. Aber er sagt hier, wenn er uns was reinigen, uns frei machen von all das, dann wird er das Getreide waschen. Wir sind nicht alle imstande, das zu handeln, deswegen hat Gott uns nicht alle so viel gegeben. Weil uns alle so viel gegeben, dass wir uns fein Sort eten können. Und meines dort hat noch so viel gegeben, dass wir noch einmal können was geben. Und dann in der 30. Vers sagt er, ich will ihnen gute Frucht an jene Bäume und scheine Ernten auf jene Fläche geben. Dort waren die Völker, dann waren die Völker nicht mehr verspotten und die hungrig gehen machen. So, was will er tun? Er will das Volk sehnen, dass er nicht darf und verspotten. Vers 31. Dann wird jünt dort gerot worden, wo schlag die lebten. Dann wird jünt dort gerot worden, wo schlag die lebten. Vorher. Er sagt, er wird reinigen, er wird in Trei bringen, er wird in sehnen. Und dann was sagt er? Dann wird er auf einmal sein, wo ich doch könnt, so aufgegleist gewesen sein. Wo ich doch könnt so leben, dass Gott sein Namen so entheiligt wird, oder so durchgeholt wird. Dann wird jünt dort groß worden, wo schlag die lebten. Und dass die so deuten, was nicht gut wird. Und jünt wird dort viel zu groß sein mit jenen Sünden. Und dort abschäseln, was die getan haben. Wenn wir können bei dir kommen, dass uns, dass so, als wir halt bloß können zu tun, oder wo halt, was mir das tun gewesen ist, dort zu leben, dann sind wir bei dir, dass wir können siegreich von der Sache sein. Dann können wir Segen über dort. Aber solange es uns dort doch noch ein bisschen jankert, dann wollen wir auch leicht weiter treten geroden. Hier sagt Gott, ich will ihn waschen, ich will ihn segnen, und wenn ich dort alle was tun habe, dann auf einmal dann will ich kann sein. Man, ich sage bloß sehr weit verbessert gewesen. Vielmals, wenn wir in einer Sache sind, wir können gleich sein, wo wir sind.
Wir können nicht modern dort sein, wenn wir ist da vorbei sind oder da buiten sind, dann können wir treten und sagen, man, wo sind ich gewesen? Was habe ich getan? Was habe ich gedacht? Woran wird nicht da? Woran sehe ich noch wahre Worte tun? Das mögt ihr bloß schlimmer. Check, kann doch korrekt sein, was ich getan habe. Der braucht mir all denken zu haben, und ich nehme das nicht an. Ich sehe bloß, Leute mir das nicht nennen. Die können mich nicht tragweisen, wo mir viel trag zu wiesen. Die können mich nicht denken haben, wo mir viel denken zu haben. 32. Vers. 32. Die sollen dort weiten, dass ich das nicht wegen Jünd tue. Ja, für das alles Schmack erklärt, dann sagt er, fang nicht an so zu denken, dass ich so Schmack gewesen, nö, habe Gott das endlich könnt tun mit mir. Er sagt, er sieht das Verhell einmal, und er sagt, die sollen dort weiten. Wir sollen uns dann nennen, dass es nicht wegen ich von der Familie komme, oder von der Sorte Menschen sind, oder wenn ich so Schmack gemacht sind, das ist nicht zu wegen. Gott sagt, wann ich mal anfangen. Die sollen das weiten, dass ich das nicht wegen Jünd tue, sagt Gott der Herr. Israeliten schämt Jünd und grämt Jünd, wegen was die getan haben. Hier sagt er, kipp mal drei. Ist das nicht eine Schande, was die getan haben, wo sie sind Bände waren? Dann geht er wieder in 33. Vers. Das ist, was Gott der Herr sagt. Wenn die Zeit kommt, dass ich Jünd von all jene Sinnen reinmerk, wo ich Jünd in jene Städte wohnen lassen, in jene Gegend, die so verdorben werden, waren frisch abgebaut worden. Wo wir uns so doll gefällt haben, wo wir so doll werden, da wird Gott uns abfressen, er wird uns stark handstellen. Und dann in der 38. Vers, 37, sagt, das ist, was Gott der Herr sagt. Ich war das wahre Loten, dass die Israeliten meine Hauptfrau. So wir sagen, ich habe den Vers hier nicht abgeschrieben, aber wir sagen, dass Gott sagt, wenn die waren in mich schrien, ich war nicht mehr in die Gebete horchen, wie es leben doch nicht so ausgesagt. Ich war nicht mehr horchen. Und hier so, hat er gesagt, dass er würde ihn reinwaschen, er würde ihn Tränen erlaubt bringen, er würde ihre Arme segnen, er würde ihn auf eine Fenster handstellen, und dann sagte er, und nicht war mir eine Hauptfrau. Nicht mir war anbeten. Nicht so leben, dass es zu sein ist, dass ich Jüng Gott sei. Die können mit mir Gemeinschaft haben. Ich will Jüng sagen, was die tun sollen, und ich will horchen, was Jüng fehlen wird. Gemeinschaft stellt er war top. 38. So es in Jerusalem Herden von Schub sind, zum Opfern, wenn die Heilige da sind, waren die verlorenen Städte voll Menschen sind, und das Volk wird ansehen, dass ich der Herr sei. Das Volk wird ansehen. So kann ich dir das ansehen, dass Gott uns Herr ist, dass er uns Lehrer ist, dass er uns Wirt ist, dass wir ihm die angehören. Hebräer 6, Vers 9. Hebräer 6, Vers 9. Sagt, wenn je te jünt, lieve Brüder, auch so aus dit reden. Paulus redet verher von, dass wo allmählich der erste Mensch drei im Glauben kriegen, man im Glauben was, das aufgefallen ist, und wo schwor es sagte dort allein, dann sagt er hier in Vers 9, wenn wir te jünt, lieve Brüder, auch so aus dit reden, gehen wir doch davon aus, dass es mit jünt nicht so schlimm ist, und dass die gerat worden. So haben alle Dinge abgenannt, was könnte passieren, oder was passiert worden ist, und wo Menschen sind angeraten, und was das hat getan. Und dann sagt er, ich glaube nicht, dass das mit Jünd so schlimm ist, aber ich will Jünd danach sagen, dass ihr verstehen könnt. Und dann Vers 10. Gott ist nicht eureich, dass er jene Worten und jene Leib vergeten hat. So hier kommt er auf ein Worten. Er sagt hier nicht, dass das Genot ist. Er sagt nicht, dass die sind Hand keine Worten, aber er sagt, das kommt auf Worten und Leib, was Gott an uns sein wird, wie wir an ihm glauben.
willst wir uns am Hand geben. Dann sagt er, da je in seinen Namen beweisen uns jede Helge deinen und nach dein Down. So, er kommt treiber durch, so wir wollen was tun, wie es Gott hat uns gereinigt, hat uns gesehen, hat uns auf eine gute Stadt angestellt und er wird sein, was wir wollen tun. Vers 11. Wir würden gern sein, dass die alle die Hoffnung festhalten und ewig bei dem einen bleiben mochten. Das ist Paulus sein Muttersprech. In Hesekiel los wir uns, wo Gott das Volk strafen deed, wo er das terugbrengen deed, und dann sagt er, das ist nicht, wenn du beste Fan warst, das ist nicht, wenn du so viel gute Worte getan hast. Ich weiß genug. Ich will haben, dass du mein Namen sollst abheben und heilig machen. Vers 12. Die sollen im Glauben nicht entdauert werden. Oh, Paulus kämpft durch und sagt, check mal, der Glauben, was du hast, das ist nicht was Einfaches, das ist nicht was Geringes, was Kleines. Die sollen im Glauben nicht entdauert werden, viel mehr nimmt ihr dort zum Vorbild, die durch ihr geduldig sein und dort gekriegt haben, was an versprochen wird. Na, was soll wir kriegen? Na, Gott sein Wort, na, wenn wir Hebräer 11 und 12 lesen, da sollen wir wohl für Menschen dort leben, was Gott sein Wort sein und wo er die ab ein gesehen hat. Und das, was Gott zu uns auch will tun. Keiner von uns kann sagen, ich habe das immer alle reich gemacht. Ich habe never gefehlt. Keiner von uns kann das sein. Wir alle brauchen diese Vergebung, was an Jesus Christus zu haben ist. 2 Peter 1 Vers 10, da sagt es, du wehen, liebe Brüder. Du wehen, liebe Brüder. 2 Peter 1 Vers 10. Er hat vorher Dinge erklärt. Ich habe nur das in Hesekiel genommen, was Gott tut. Und dann sagt er, du weh, liebe Brüder, merkt ihn durch ein immer fester, dass die berufen und ausgewählt sind. Wir wären nicht gut genug, nur Hesekiel nur hat uns nicht gut verdient. Und hier sagt Petrus, da werden wir uns das nicht fester merken, wenn Gott hat sie nicht genug nur uns geregt und uns angenommen, so zu wirren, schwingt, mit einem Fehler. Er hat uns reingemerkt, wir hatten ein hartes Hort, wenn uns was gesagt wird, wie wir bloß gehen an, horchten nicht. Dort hat alle wahrgenommen und er sagte, dann werden wir uns das nu immer fester merken, dass wir nicht bloß uns das geglaubt haben, aber Gott hat sich erbarmt über uns. For if ye do these things, ye shall never fall. Wenn wir das wollen tun, dann wollen wir nicht fallen. Das ist, was Petrus uns versprechen hat. In Hebräer 12, Vers 10 sagt es, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Wir sollen zur Seite legen, jeder Gewicht, was uns anhängt, oder was uns schwerfällig merken, im Glauben zu leben. So, und ich glaube, dort kannst du nicht dort anweisen und sagen, dort Gewicht ist, was dir dazu schwerfällig merkt, in den Glauben zu leben. Yes, wir können das vielmal sein. Aber wir selbst wissen viel besser, woran ich so jetzt so schwach sind. Vielmals können wir das nicht sagen, wie der Teufel bedrängt uns mit Dingen, was wir all bekannt haben, was klar sind. Wir merken uns konfusen. Und es ist sehr wichtig, dass wir nicht selbst gehen und am Halbfrau. Uns sagen, was es geht, und uns trösten lassen. Wenn es dort ist, was Bruderschaft ist, das was Leib ist, einer zum anderen, dass wir uns trösten tun, dass wir uns stärken tun. Gott will dort, dass wir dort sollen tun. Und wenn er diese Dinge an uns was sagen, dann wollen wir nicht voll. Er hat alles gesagt, dass es du, dass du nicht derben ungelegen. Du derben nicht denken, oh, das ist schwer. No, er hat uns rückgerat von das verdorbene Leben. Und er will, dass du glücklich sein. Er will uns sehen. Geht das Schein, mir in die zu sehen. Er freut sich dort. Seine Gnade ist so groß. Nicht, dass du das verdient hast, aber seine Gnade ist so groß für uns, dass wir dabei leben. Wir können uns dabei erfreuen. Let's pray. Vater, wir kommen vor dir und wir sind dankbar, dass du die uns angenommen hast.
Wenn wir nachchecken dann, wo wir sind so viel ins Kart gekommen, und du so, sagst du, komm, ich nehme die an, so du bist. Du brauchst nicht in das miserable Leben leben. Vorher wir sind dankbar, dass wir dort sein können, dass du uns dort geopenbart hast. Und vorher, wir sind dankbar in dieser Umgebung, wo wir leben können. Wir haben das so gut. Du hast uns so gesehen. Du hast dort so, was du in dem Wort sein willst. Wenn wir wollen die horchen, wir wollen willig sein, zu ändern und nur das Fleisch und Hart noch zu leben, dann wirst du sehen. Dann wirst du das geben, was ans Körper und ans Fleisch verlangen wird. Aber vorher ich bete, dass wir nicht werden darum vergeten, wo wir beim Leben dann und wo Gott wir haben. Dass wir wollen trotzdem den Namen hochheben und den Namen verherrlichen und dass Menschen darum ans Freund sein, dass du uns Gott bist und dass wir uns die immer weiter nötigen können mit alle Dinge, die uns anhängen. Und ich freue, dass wir uns Kraft geben, die Dinge, die uns anhängen, uns Leben schwerfällig machen, dass wir wollen aufleiten, dass wir wollen sein und dass wir wollen die treu sein und gehorchen. Vorher wir danken dir für das, was du getan hast und du wieder was tun in Jesus Christus Namen. Amen.